What is this? Ein Würfel. It is a cube. It's kind of cube. Reingelegt. It's not a cube. When you hold it like that, you can think it's a cube. It's a cube, and a whole cube. But when you move your finger, you see that there is a hole in the cube. We have been talking for 14 days and a little bit sooner as well, as well. Dass unsere Augen uns manchmal täuschen können. That our eyes can cheat us sometimes. Unsere Ohren können täuschen. And our ears can cheat us sometimes. Und das, was wir fühlen, kann uns auch täuschen. And what we feel can also cheat us. Wir haben darüber gesprochen, was sollen wir jetzt glauben? Es gibt so viele Nachrichten. And we were asking the question, what should we believe? There are so many news out there. In Zeitungen, Social Media, Telegram, WhatsApp, viele Informationen. Und wir wissen gar nicht genau, stimmt das alles? In the newspaper, in other social media, WhatsApp, Telegram, so many things that flush onto us. Und die Frage war bei uns, was ist nun wirklich das, worauf wir uns verlassen können, wenn das, was wir lesen, was wir hören und fühlen, so nicht immer ganz verlässlich ist? And the question was, what should we rely on when we consider that what we read, we hear, or we feel is not so reliable? Und auch in der Politik gab es manchmal Aussagen, das ist die Wahrheit. Hinterher stellt sich raus, das war völlig erfunden. And in the political arena, we have sometimes heard things said and said, this is the truth. But short time after that, you hear it was only invented. Ja. Aber nicht nur die Politiker, sondern wir selber kennen das auch. Keiner von uns ist hier, der sagen kann, ich gelogen? Niemals. And not only in the political arena, but each and every one of us, no one of us here can say, I lying? Never. Und wir haben uns über 2 Geschichten unterhalten aus der Bibel, wo das Gleiche passiert ist. And we talked about 2 stories from the Bible where these things happened as well. Also, es gab einen Vater namens Isaak. There was a father whose name was Isaac. Er hatte 2 Söhne, Esau und Jakob. He had 2 sons, Esau and Jacob. Weil Esau der Älteste ist, sollte er ja den Segen bekommen von seinem Vater Isaak. And because Esau was the elder, he was supposed to receive the blessing for the inheritance from the father. Aber Jakob war jetzt neidisch und wollte jetzt den Segen für sich haben. And Jacob was jealous and he wanted to receive the blessing from the father. Also wenn es an die Zeit gekommen ist, wo jetzt der Vater blind war. And it came a time where the father became blind. Und Isaak jetzt den Segen an seinen Söhnen, an Esau verteilen wollte. And it came the time that Isaac was supposed to bless Esau. Dann hat, weil Esau hatte ja haarige Ärmel. And because Esau was a very hairy man, war es fast unmöglich für Jakob jetzt den Segen zu bekommen, weil it seemed impossible for Jacob to receive the blessing without being identified and not being Esau. ja,
Also hat er Tierfell genommen und hat es an seine Hand jetzt dran gemacht. So he put some animal's skin on his arm, Und wenn Jakob jetzt zu Isaak gegangen ist, hat jetzt Isaak Isaak jetzt Jakob den Segen gegeben und nicht Esau. and because Jacob went to Isaac, Isaac blessed Jacob instead of Esau. Und jetzt wurde Isaak jetzt reingelegt. And through this, Isaac was he was tricked. Und Isaak dachte schon, du riechst nicht so wie Esau und du hörst dich auch nicht so an, aber ach, ich verlasse mich auf meine Hände, du fühlst dich so an. And Isaac just had an intuition. You are not sounding like Jacob. You are not smelling. You are not sounding like Esau. You are not smelling like Esau. But I can trust my feeling. You are feeling. I feel like you were Esau. Und nun ist die Frage, ja, üblicherweise denken wir, Gott lässt solche Menschen links liegen, wie Jakob, ein Betrüger. And sometimes we think God gets rid of those kind of people, like crooked people like Jacob. Wer einmal betrügt, hat bei Gott nichts zu suchen. The one who has cheated once has nothing to do with God. Gott braucht Leute, die verlässlich sind und nicht lügen. God needs people who are trustworthy and don't lie. Wer so denkt, liegt falsch. The one who thinks like that is wrong. Gott hat Jakob gebraucht, und zwar sehr groß. God used Jacob and he used him big Great. time. Ja. Und was passierte mit Jakob, der früher seinen Vater betrogen hat? Erzählt Lea. And what happened with Jacob, who cheated his father before? Okay. Jakob wurde, wo er auch mal ein Vater war, von seinen eigenen Söhnen betrogen. And Jacob was also cheated by his own sons. Er hatte 12 Söhne und der jüngste Sohn war sein Favorit. And he had 12 children, and the youngest child was one of was his favorite. Die anderen Söhne, die älteren, die waren eifersüchtig. And the elder sons were jealous because of this. Und sie haben den Josef nach Ägypten verkauft. And they sold Joseph to slave traders to Egypt. Damit der Vater das nicht herausfindet, haben sie seine Kleidung genommen und in Tierblut getunkt. And for their father not to go behind the story, they took his clothes and dipped it into the blood of an animal. Mit seiner Kleidung gingen sie dann zu ihrem Vater und haben gesagt, dass er von einem wilden Tier getötet wurde. And with his clothes dipped in blood, they went to the father and told him that he was killed by an animal. So wurde er selber von seinen eigenen Söhnen betrogen. And so he was cheated, he was lied to by his own children. Weil er hat seinen Augen vertraut. Das, was ich sehe, stimmt. Because he was trusting to his eyes. What I see is that which is. Wir denken, oh Schreck, wie kann man nur so mit seinem Vater umgehen? And we are thinking, oh, how can you do this to your own father? Wenn wir noch weiter zurückgucken, wo fängt das denn eigentlich an mit dem Betrügen? And when we look back, where does it start with this cheating and lying? Der Großvater von Jakob, Abraham, hatte auch eine Situation. Die ganze Familie ist durchdrungen von being betrayed. The father Abraham had also had a situation where he lied. The whole family has a history, a record of cheating and lying. Seine Frau Sarah sagte, ach, lass uns doch Gott ein bisschen helfen. Nimm meine Magd, dann haben wir das, was wir brauchen. And even the wife Sarah said, let's just help God a little bit. Just take my servant, my maid servant, and let's have that which God has promised.
Die Frage ist, an welcher Stelle wäre die Chance gewesen zu sagen, nein. The question is, at which point would have been the time, the place to say no? Abraham hätte sagen können zu Sarah, ich respektiere dich, aber deine Hausdienerin in meinem Bett, no way. And Abraham could have said, I respect you, but your maidservant in our bed, no. Jakob hätte sagen können, Mama, ich liebe dich, respektiere dich, aber Papa hinters Licht führen, im wahrsten Sinne des Wortes, betrügen, no. Jacob could have told his mother, Mama, I love you, but to cheat our father, no. Einer der Brüder, Ruben, sagte, umbringen nicht, lass uns verkaufen. Er war schon etwas vorsichtiger. Er hätte sagen können, Papa, betrügen, no. Reuben, the elder, one of the elder brothers of Joseph, he was a little bit wiser. He said, let's not kill him, but let's sell him. But he could have been straight and say, no, let us not tell lies to our father. Und wir können lernen, das ist so mein letzter Satz, das sagt die Bibel, das wahrhaftige Leben, and we can learn from this is my last sentence, the truthful life kommt einfach durch Gottes Wort. Das ist wahrhaftig und das wird überleben und das wird den Segen weitertragen. This word of God is which from which we can receive life. This word will go through generation and it will survive time and it will bring us life. Aber wenn wir ehrlich sind, in unserem Leben, in unseren Familien hat das Platz gewonnen. Keine Familie, auch von uns, die wir sitzen, ist frei davon. And we can say that those things have taken place in families. No family is free from these things. Und es ist immer Zeit zu sagen, wir müssen miteinander sprechen. Damals ist was passiert, das war nicht wahr, das war nicht korrekt, das ist nicht ehrlich gewesen. And we need to take time and talk to one another and say, this which happened, it was not good, it was not correct, and it shouldn't be. Auch wenn es vor längeren Jahren war, manchmal macht es Sinn, Even if- zurückzugehen, zu sagen, erinnerst du dich, als du vielleicht 6 Jahre alt warst, da habe ich etwas gesagt. Oder es ist Zeit, wenn ich jetzt 60 bin und ich könnte zu meiner Mutter gehen und sagen, erinnerst du dich, da ist was gewesen. Wir leben hier in einem irdischen Leben und können immer noch sagen, es ist möglich, dass Gott Sachen heilt. And it is even when time has passed Sehr and gut. long time gone, it is still possible to come back Frage. and say, remember this which I did, this and that. Or I could go with at the age of 60 to my mom and say, Mom, this and this happened. Even after a long time, God still has the power to heal scars from the past. Yes. Wir haben ein Lied vorbereitet, das sagt das ein bisschen aus, was wir durch die Geschichten gelernt haben. We have prepared a song that tells the things that we have just discussed. The song says, even if we do not see God as we are seeing each other, we see what He has done. Even if we do not hear God as you are hearing my voice, we hear in our heart exactly what He says. Even if I don't feel God like I am touching my own skin, I feel how He's embracing me. Ich kann Gott nicht sehen, doch weiß ich, was er tut. Ich kann Gott nicht hören, doch weiß ich, was er sagt. Und ich kann Gott auch nicht fühlen, doch hält er sich in meinen Arm. Was er tut, was Gott sagt, wie er mich liebt, das macht
mein Leben wahr. Ich kann Gott nicht sehen, doch weiß ich, was er tut. Ich kann Gott nicht hören, doch weiß ich, was er sagt. Und ich kann Gott auch nicht fühlen, doch hält er sich in seinen Arm. Was er tut, was er sagt, wie er mich liebt, das macht mein Leben